Moin Leiflü und hey Ali Hoppa, zurück bei mir Radbot Victoria 3 und Schweden. Ja, wir befinden uns hier wieder im lustigen Part von Schweden. Der Protektionismus, oh Gott, irgendwas passiert hier Schlimmes. Der Protektionismus versuchen wir uns einzuverleiben. Wir haben niemanden, der es blockiert. Wir haben 50% Erfolg, sind schon im Analysemodus. Das sollte also funktionieren. Und es gibt Unterdrücker und Unterdrückte. Die Arbeiterpops werden radikaler und ein Gespenst geht in der Welt um. Wir haben den Kommunismus in die Welt gelassen und jetzt, tja, wehrt sich da keiner so richtig gegen, fürchte ich. Wir haben zu wenig Infamie. Das Tier, da brauchen wir mehr von. Und es gibt Tripoli. Und das ist... Oh. Frankreich führt jetzt Krieg gegen Konstantine. Das, wenn es denn so heißt. Wir haben in Nordafrika nix. Da müssen wir kurz die Japaner in Ruhe lassen und uns nach Nordafrika umsiedeln. Landvolkpartei. Erika Oltner. Eine autoritäre Intellektuelle. Ja, nicht so gut. Dann soll auch die Landvolkpartei ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommen. Die finde ich zwar auch nicht so gut, aber vielleicht finden wir eines Tages mal jemanden, der dann nicht protektionistisch ist. Apropos protektionistisch, der Protektionismus ist in der Abstimmung. Unser Interesse an Indonesien ist weg. Eines wunderschönen Tages wird hier unten aufploppen, dass unser nächster Interesse da ist. Nebenbei gesagt, bauen wir gerade quasi nichts. Das sollten wir uns vielleicht nochmal überlegen. Svealand ist Jemen. Also wir haben zu wenig Leute bei uns in der Heimat. Das können wir schon mal sagen. Hier, Arland, du kannst doch nochmal 5 Regierungsgebäude aufnehmen. Warum haben wir hier so wenig Bevölkerung? Wir haben hier ein akzeptables Wachstum von 29.000. Wir haben eine Migration. Das ist alles schön. Was wir hier brauchen, ist bessere diese Geschichten, Produktionsmethoden, die hier dafür sorgen, dass wir weniger Leute brauchen. Damit einhergeht natürlich, dass wir die Eisenbahn hier noch erhöhen müssen. So fürchte ich. Das müssten wir eigentlich überall machen. Vielleicht sollten wir erst die Eisenbahn bauen. Auch hier ist die Eisenbahn schon gut. Wir können hier sogar noch Dampfhilfsaggregat hinzufügen. Hier haben wir schon einen Wasserrohrkessel. Ja, hier brauchen wir natürlich auch die Eisenbahn. Nützt alles nichts. Das führt natürlich dazu, dass wir jetzt wieder ordentlich weniger Geld haben. Die rote Angst, die Linken haben die Nation verraten. Panikmache. Die Linken haben die Partei, haben ja alle verraten. Kann man schon so sagen, denke ich. Tripoli, eigentlich mag die keiner. Der Franzose, ich hätte abspeichern sollen. Es könnte sein, dass der Franzose sich diesem Krieg anschließt. Das wäre schlecht für uns. Übereifrige Partisanen. Dann soll das Landvolkpartei ein bisschen weniger. Halt. Isaac ist ein neuer Kanzler. Oh, ein Marktliberaler. Na schau. Oh, wir könnten mit den Gewerkschaftern und der Kirche extrem... Wir brauchen die Kleinbürger und damit könnten wir eine ziemlich stabile Regierung bauen. Ach, die Kleinbürger, ihr macht mich fertig, Jungs. Okay, noch ist der Franzose nicht dabei. Oh, wir könnten den Franzosen noch selber dazu überreden und sich uns anzuschließen. Wir können auch die Amis holen, die sind ja mit uns verbündet. Das habe ich schon wieder ganz vergessen.
Wir haben ja mit den Amerikanern ein Bündnis. Wir haben die Regierungsfiktion abgeschlossen. Wir haben jetzt Protektionismus. Das bringt uns maximale Zölle und Subventionen. Das war vorher nur auf Exporten und auf Importen. Also maximale Subventionen auf Exporte und maximale Zölle auf Importe. Jetzt sind wir ein bisschen protektionistisch unseres Marktes gegenüber, haben dafür einen Einflusshebelwiderstand. Wir haben keinen Handelsnachteil mehr bei Importen, aber auch keinen Vorteil bei Exporten. Eigentlich wollen wir aber ja den Freihandel. Nur die Kleinbürger, die wollen das eigentlich nicht. Denn die sind sehr protektionistisch. Die Frage ist, wie kriegen wir die da weg? Wir könnten hier die Kirche noch ein bisschen quälen. Dann wäre die sozusagen völlig weg. Wir könnten hier in die Vormundschaft gehen, dass wir die Intellektuellen nicht so gut finden. Die Kirche und die Grundbesitzer aber. Und es würde uns mehr Geburtenrate geben. Dafür weniger Beschäftigungsrate, okay, aber eine höhere Geburtenrate ist es eigentlich wert. Nur haben wir nicht so besonders hohe Erfolgsaussichten, aber wir schauen mal. Wir haben niedrige Organisationen überall, wir haben wenig Transporte, wir haben wenig Munition, wir haben einen niedrigen Lebensstandard. Und auch sonst läuft es bei uns eher so mittig. Wir können aber weitere Interessen erklären. Dann nehmen wir doch das in Indonesien wieder auf. Wieso haben wir... Achso, Tripolitanien hat eingelenkt. Das ist in Ordnung. Mehr wollten wir von Tripoli eigentlich auch nicht. Wieso können wir das nicht... können das nicht erreichen? Wieso können wir das nicht... Ach, das ist hier alles... Okay. Das heißt, wir müssten tatsächlich Algerien noch uns holen. Und wir zumindest das hier noch erreichen können. Ich wollte nämlich hier mit Kolonisierung anfangen. Oder Marokko. Na gut, dann holen wir uns Algerien. Das wird aber Frankreich bestimmt nicht gefallen. Denke ich mir mal so. Ah, ich habe schon wieder nicht abgespeichert. Lernen auch nicht. Wir brauchen außerdem, haben wir einen Investitionsfonds von 82 Millionen. Wir müssten hier also demnächst mal dringend mit dem Bauen fertig werden. 5 Monate ist das alles durch. Dann schon wieder weitere Interessen erklären. Das ist ja auch wild hier. Hier unten gibt es ein paar Zwergstaaten, die vielleicht mit uns handeln wollen. Diese eine große Zwergstadt nennt sich Niederländische Ostindien-Inseln, Schrägstrich Kompanie. Ihr habt keinen Juli mehr. Ja, dann geh du doch mal dahin. Dann fahr mal nach hier hin. Haben wir keinen 20er Trupp mehr? Doch, ne? Hier, du löst dich einfach mal auf. Die 16er hier, ihr habt auch keinen Commander mehr. Nicht mal den Commander. Ihr habt auch nur noch einen Commander. Du bist Offensivplaner. Das ist natürlich für meine Defensivtruppe hier nicht so stark, aber generell ganz gut. Und ihr seid auch nur noch zu dritt. Nur noch in Anführungsstrichen natürlich. Aber gut. Ah, ich muss noch mal kurz laden. Ich habe jetzt so viel gelabert, dass ich was ganz Entscheidendes vergessen habe. Wenn wir schon diese Stadt erobern oder dieses Land erobern, dann doch bitte vollständig. Also nochmal. Den raus. Hier. Jetzt können wir es auch anders machen. Du bist Ebenenkampfexperte. Du bist Ebenenkampfexperte. Müssen euch natürlich noch mobilisieren. Und dann wirst du Brandschatzer. Achso, den hier vergessen.
Marinebefehlshaber. Ach, hier bitte. Und Konvois abfangen. Und hier müssen wir mal einen Moment warten. Damit wir auch Uran erobern können. Brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber wäre schon gut. Wie kriegst du denn? Ne. Mal einen Moment rausfinden, wo die Armee jetzt eigentlich steht, weil nehmen wir die so lange. Organisation füllt sich langsam auf. Gummi in Sambesi entdeckt. Spanien mag uns nicht mehr. Kannst du schon mal nach da gehen. Okay, jetzt brauchst du das nicht mehr. Jetzt können wir hierüber einen Angriff nach hier planen. Wir debattieren das hier mal. So, da musst du hin. Na gut. Mosambik und Mosambik. Klar. Wir kolonisieren alles, was wir kolonialisieren können. Eine Lösung mit niedrigem Tiefgang. Handelszentren Durchsatz. Marine. Handelszentren Durchsatz. Genau das, was wir wollen. Der Rheinbund. Den haben wir auch. Richtig, richtig. Freiheit des Handels. Das fehlt noch. Kommt demnächst. Wir brauchen noch eine Kunsthochschule, die Stufe 3 ist. Kunsthochschulen. Wir haben noch keine. Keine ist nicht viel. Dann nach Götaland. Das wird etwas, wo man ganz fabelhaft Kunst machen kann. So, Verbreitung des Realismus. Ausmerzung des Monarchismus. Gegenüber dem Gesetz Monarchie ist nicht größer als neutral. Das haben wir gerade offensichtlich nicht. Verbreitung des Realismus. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir wollen erstmal den Krieg hier beenden. Das sieht für uns auch gar nicht so gut aus. Wir könnten ja mal die Marine verbessern, aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen jetzt gleich erstmal anfangen, hier unseren Investitionsfonds abzubauen. Die Kämpfe gehen nicht unbedingt für uns aus. Patzern aber auch oft. Jetzt haben wir das Gelände kartiert. Wir verlieren also tatsächlich. Das ist die Armee, um die es hier gerade geht. Ja, okay. Invasion beenden. Ja, da fehlt es an aggressiven Soldaten. Doktrine von Eisen und Dampf. Marine-Offensive. Entlassungszeit. Nehmen wir nicht an, dass der Kampf unbedingt für uns ausgeht, aber wir könnten vielleicht... Na gut, da ist noch kein Gegenspieler.
den Pan-Nationalismus. Okay, technisch gesehen sollten wir das hier gewinnen. Schauen wir doch mal. Wir bauen hier lustig weiter Kunsthochschulen in Götaland. Okay, das sollte ja wohl. Verlieren natürlich viele Truppen, was nicht gut für uns ist. Weil wir unser größtes Problem die Bevölkerung ist. Also nicht unsere Bevölkerung ist das Problem, sondern dass wir so wenig von ihr haben. Weil wir ein Popwachstum von 182.000 haben. Das ist also eigentlich auch schon ein bisschen was. Was baut denn unser Privatsektor hier so? Munitionsfabrik in Jemen, das ist doch schon mal was. Glashütten, ganz viel in den USA. USA baut bei uns Eisenminen. Ja, eigentlich nicht so gut. Ägypter können auch was bei uns bauen. Oh, wir haben euch Investitionsrechte gegeben. Aber wenn wir das getan haben, haben wir uns bestimmt was dabei gedacht. Auch die Armys haben Investitionsrechte, aber das war für das Bündnis. War nicht anders machbar. Ich würde gerne über die Schuldenübernahme debattieren, aber ich glaube, das kann ich mir schenken. Na, Vormundschaft. Letzte Debatte fehlgeschlagen. Jetzt sind wir schon wieder bei 3%. Könnt ihr mir sagen, ihr verliert hier gegen so ein paar People? Der hat 34.000 Mann. Lasst euch hier von 10 erschießen. Und nicht euer Ernst. Der hat schwedische Space Marines. Haltet euch dementsprechend. Gummiplantagen. Hat jetzt eigentlich unsere Kompanie Gummiplantagen? Sverland wohl nicht. In Sverland wirst du wohl keine Gummiplantagen haben. Fangen wir unten an. Länder und Kolonien. Tatsächlich in Zentral-Java. Allerdings vor allen Dingen Werkzeugfabriken überall. Na, wir brauchen halt noch nicht so richtig viel Gummi, ne? Ich könnte denen jetzt auch ihr Monopol... Achso, ne, hat gar kein Monopolrecht drauf. Okay, die hat die Werkzeugfabrik noch zusätzlich bekommen. Ist ja in Ordnung. Ich würde diesen Krieg hier beenden. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Ich nehme an, dass Frankreich nicht so begeistert davon ist, was wir hier tun. Spanien ist auch irgendwie nicht mehr unser größter Fan. Das bräuchten wir noch. Und Persien können wir auch noch machen. Das haben wir ja im Grunde alles schon. Russland. So, Frankreich. Auch gut. Donau, Kaukasus, Anatolien. Wieso können wir auf einmal so viele machen? Kolumbien, Mittelamerika. Mittelamerika schließt, glaube ich, Mexiko mit ein. Ja, wir könnten eine Kolonie hier in Südafrika gründen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, schön, dass das alles uns ist. Schwedisch-Mauretanien, Schwedisch-Innermauretanien.
tatsächlich geschafft, so ein bisschen davor zu klöppeln. Gehen wir noch da bitte. Derweil wir hier natürlich weiter produzieren müssen im Niger-Delta. Wurde Gummi entdeckt, auch nicht schlecht. Schwedisch Nordkamerun. Kann ich das nicht euch eigentlich schenken? Gerade übertragen. Wir sind im Diplomatiespiel, da geht das natürlich nicht. Gold raus im schwedischen Nordkap. Ja, lasst es alle wissen. Wo ist denn das schwedische Nordkap? So, Nordkap. Nee. Doch, hier haben wir Gold gefunden. Nicht schlecht. Unsere Kompanie baut hier den ganzen Tag Werkzeugfabriken. Was auch nicht schlecht ist. So, wir müssen kurz mal unsere ganze Produktion hier ein bisschen erhöhen. Wir brauchen mehr Lebensmittel. Fisch, wir haben viel Fisch. Brauchen wir Schnaps? Naja, nö, geht. Wir brauchen Nähmaschinen, wir brauchen das, wir brauchen Webstühle, um weniger Bevölkerung zu nutzen. Präzisionswerkzeuge, Luxus, nee, das bleibt einfach auf gemischt. Glas haben wir schon das Beste. Hier haben natürlich Stahlwerkzeuge und den Kessel. Wir haben hier Papierbleiche verklickt und den Kessel. Wir haben noch keinen verbesserten Dünger. Sprengstoff ist so gut es geht. Siemens-Verfahren. Schiffwerft. Clipper brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Wir nehmen ja eigentlich noch Dampfer. Hier bin ich mir noch nicht sicher. Gewehre. Wir nehmen natürlich die besseren Gewehre. Das wird teuer. Ein Dünger. Wir nehmen hier aber auch Erntewerkzeuge. Viehhöfe, Schlachthöfe und verbesserte Wollgewinnung. Und Zäune. Hier natürlich auch alles, was irgendwie geht. Dynamit. Das wird viel Sprengstoff kosten, aber uns auch viel Kohle geben. Bei Eisen ist es anders. Blei brauchen wir auch nicht so viel. Grundausbildung. Marktplätze. Was ist denn hier so teuer? Transport. Kohle haben wir ja nun. Öffentliche Straßenbahn. Kunsthochschule soll natürlich realistisch sein und unabhängige Künstler haben. Da brauchen wir das Standardisierte. Wir brauchen die Säkularverwaltung, Institut für Philosophie, säkulare Akademiker. Wir brauchen Sägemühlen. Wir brauchen das Dampfhilfsaggregat. Eisenbahn, naja. Machen wir, wenn wir es brauchen. Hier natürlich auch Industriehäfen. Wir können den Massenhandel bauen. Dafür brauchen wir aber deutlich mehr Handelsmarine. Bankenviertel können börsennotiert werden. Bausektoren, so teuer es geht. Jetzt haben wir ein ziemlich hohes Minus durch Bauware. Das ist dann das Minus aber immer so hoch. Wir haben auch eine Transportknappheit.
Welchen was? Was können wir euch denn nicht geben? Wofür stoße ich denn dagegen? Wieso? Wieso? Wir haben doch genug Konvois. Wir haben genug Konvois. Wir haben ein bisschen wenig Transporte. Ja, okay. Handelszentren, okay. Unsere Handelszentren sinken. Dann machen wir halt doch erstmal wieder den Mengenhandel. Wenn das besser klappt. Und wir haben eine Panzerschiffknappheit. Wir haben noch gar keine Panzerschiffe, oder? Also wir jetzt? Oh doch. Ja. Tatsache. Ups. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir brauchen gleich auf jeden Fall mehr Häfen. Das nützt ja nun mal alles nichts. Brauchen wir ein wenig Infrastruktur. Brauchen wir wenig Infrastruktur. Endosima. Nicht überall. Wo generiert das Einnahmen? In Götaland. Hier auch. Dann sollten wir das erstmal bauen, aber wir wollen ja auch noch die Marineschiffwerft ändern. Zu Stahlrümpfen. Was passiert hier? Vertrag von Stockholm nicht. Wir erfüllen das nicht, weil wir nicht genug Stahl liefern. Wieso liefern wir keinen Stahl? Weil wir nicht genug Leute in den Stahlfabriken haben, oder wie? Zeit des Denkens, Kunsthochschule, Durchsatz, Universitäten-Durchsatz. Realistische Schule. Kunsthochschulen-Durchsatz, Kameras. Für die Stärke-Kapitalisten. Wir nehmen wie immer das, was uns Forschung gibt. Ich verstehe es nicht, wieso wir hier diese Warenproblematik haben. Gut gemacht. Mir jetzt gerade Malaria-Vorsorge, ne? Das habe ich mir gedacht. Die Armee leidet Zermürbung. Kann ja schon mal passieren. Wir zahlen auf jeden Fall ziemlich viel Geld. Hier haben wir eine ganze Menge. Das kann ich leider nicht sehen. Und in den Bauwaren. Wir brauchen mehr Eisen und mehr Holz. Leider bauen wir Eisen und Holz überall, nur nicht bei uns. Gegenseitiger Nutzen. Internationale Handelsstandards, das klingt auch gut. Da schon mal 6000 Power drin zu haben. Franzosen beschädigen unsere Beziehung. Die Lümmel. Das brauchen wir danach. Das gibt uns für die Eisenbahn mehr mehr Transport. Gesellschaft, die dümpelt so ein bisschen vor sich her. Das ist in Ordnung. Das Militär dümpelt auch so ein bisschen vor sich her. Einberufungsbataillone. Und so weiter. Das ist auch alles in Ordnung.
3,3 Millionen. Aber es migriert keiner nach Svealand. Wieso migriert denn hier keiner hin? Im Gegenteil, ihr migriert sogar weg. Das macht für mich wenig Sinn, aber wir können hier mal eine Graskampagne starten. Hier gibt es sogar Opium. Da könnte der Franzose ungehalten werden. Der Franzose, der ist nicht unser größter Fan. Kann man schon so sagen. 5 Monate brauchen wir noch. Dieses blöde Sprengstoffwerk mal zu Ende bauen. Die Eisenbahn in Norland brauchen wir. Transportknappheit in Norland und in Svealand. Weil wir haben auch zu wenig Kohle. Aber wir haben doch haufenweise Kohlewerke, Minenwerke. Transvaal hat übrigens einen ganzen Haufen Gold. Kohle haben wir auch noch eine ganze Menge. Zum Beispiel in Transvaal. Okay, es wird mit der Vormundschaft, das können wir abhaken. Laissez-faire haben wir, ja, genau. Dann möchte ich eigentlich immer noch den Freihandel. Intellektuelle finden das so mäßig, Kleinbürger finden das richtig nicht so gut. Warum seid ihr eigentlich alle Protektionisten? Was ist denn verkehrt mit euch gelaufen, ne? Naja, Glaubensfreiheit, völlige Trennung. Sind auch nicht alle gut. Ich glaube, ich hätte gern kulturelle Ausgrenzung. Also eigentlich hätte ich gern Multikulturalismus, aber wollen wir nicht übertreiben. Oh, wir können hier neue Steuerreformen machen. Stufensteuer, Portionssteuer. Da wäre die Stufensteuer noch die beste. Haben bei beiden keine so große Chance. Wenn wir die Gewerkschafter hier zupacken. Und die Industriellen rausnehmen, dann wird es besser. Ja, einfach zupacken. Klappt offensichtlich nicht so gut. Blockade ist relativ hoch. Insbesondere von den Kleinbürgern. Wer seid ihr denn eigentlich dagegen? Ihr seid einfach gern dagegen. Auch schön. Spanien und wir kriegen einen Verteidigungspakt. Okay. Ich habe übrigens minus 12 Millionen Einfluss. So irgendwie plötzlich. Ja gut, wir könnten Preußen zum Rivalen machen. Ich da eigentlich nichts dagegen. Ein bisschen was zumindest dafür. Ich bin fast sicher, dass hier das eine oder andere ein bisschen zu teuer ist. Feuerpause. Ein Triumph für das ganze Land. Stärke arbeite. Bündnis wollen wir behalten. Investitionsrecht wollen wir auch behalten. Handelsbewege wollen wir auch behalten.
Das ist -2, -30. Das können wir canceln. Aber wir können diesen Vertrag niemals abschließen. Miethilfe will ich glaube ich nicht gegen. Haben wir irgendwelche Waren in Überfluss, die ihr haben wollt? Glas ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich mal sagen. Kohle ist es auch nicht. Das kann ich auch versprechen. Möbel, Panzerschiffe, Seide, Sprengstoff, Stahl. Wir haben unheimlich viel Stahl. Ich will doch mein jetziges Ding nur ändern. Das haben wir nicht so viel. Da sollten wir vielleicht Kohle etwas subventionieren. Aber Stahl haben wir ja ekelhaft viel. Wieso haben wir so viel Stahl? Handelsstand. Ach so, weil wir das hier noch immer wie blöde... Ah. Wir das hier wie doof kaufen. Importe mal deutlich verringern. Dann werden wir jetzt natürlich deutlich weniger Stahl im Land haben, damit wir alles ein bisschen teurer werden. Was möchte Frankreich? Was? Franzosen erklären uns den Krieg. Der Franzose erklärt uns den Krieg, er will Norland haben. Einfach so. Der ist ja verrückt. Okay, die kann ich, weil wir feindselige Beziehungen haben, leider nicht einfordern. Österreich hätte ich gerade noch mitnehmen können. Jetzt seid ihr besorgt. Die Französische Republik demütigen, Bretagne befreien. Was will ich denn von euch? Will ich irgendwas von euch? Klientelland übertragen. Französisch Senegal. Das interessiert mich eigentlich alles nicht. Okay, Konstantinie würde ich vielleicht sogar nehmen wollen, aber... Französisch Uran, ein Tier. Korsika. Französisch Gabun. Das geht mehr als Großbritannien. Französisch Guyana. Oh, ich habe auch hier... Die Dänen sind hier, das wusste ich gar nicht mehr. Können wir ja mit dem British Raj eigentlich ganz gut handeln. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Konstantin befreien. Wir können ein bisschen Geld von dir verlangen eigentlich, ne? $13.000, noch 4. Mit 4 kann man nicht so viel machen. Nö, nö.
Ja, das ist ja eigenartig, dass die mir hier den Krieg erklären. Die Lümmel. Wer ist ein Offensivplaner? Du mal nach da. Nach da. Die 21.000. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ihr geht mal nach da. Die 10.000 gehen mal nach... Ihr seid auch da unten. Ah, ihr geht mal nach hier und dann bügelt ihr euch da so ein bisschen durch die Gegend. Dann dauert das noch 19 Monate. Ich glaube, so lange können wir nicht warten. Wir müssen komplett pausieren. Immer noch zu hohe Kosten. Weil ich das natürlich erhöhen muss und das erniedrigen muss. Situation, ja, braucht man auch. Ja, minus 24.000. Einkommensteuersatz kann ich gerade nicht verringern. Oder mal Landvermessung etc. Ja, ich wollte eigentlich das hier machen, ne? Gegen den Preußen. Die Frage, ob der Amerikaner stark genug ist. Oh. Hier haben wir Gegenwehr. Das sollten wir also so verteidigen. Hier haben wir ebenfalls Gegenwehr. Oha. Hier überall Truppen. Nur in Konstantin und Umgebung nicht. Wir müssen das fortsetzen. Wir brauchen die blöden Hafendinger. Marineinvasion in Norland. Das war abzusehen. Ja, dass man mir einfach den Krieg erklärt, hat, die auch schon länger nicht mehr. Um nicht zu sagen, ich glaube, dass ich gar nicht überhaupt schon mal. In diesem Patch zumindest. Okay, der Army gewinnt aber gegen den Franzosen ganz gut. Meine Flotte ist besiegt. Wiederum nicht so gut. Ja, und wieder rein da. Wäre gut, wenn wir die Flotte da kaputt geschossen kriegen. Jetzt dreht der Maghreb durch.
Ausgerechnet jetzt. Marineinvasion ins Svealand. Ja, Spanier ist irgendwie nicht so die Hilfe. Eine turbulente Kampagne. Vernarbt, bürokratische Entwicklung. Ja, nix. Ich habe noch nix. Können diese 40 Mann da jetzt mal Krieg führen? Danke. Hier so aus. 20 gegen 5, 4 gegen 20, 19 gegen 8. Durchwachsen. Die alte Landvolkpartei soll nicht mehr sein. Was war denn hier eigentlich? Wir wehren uns tatkräftig gegen alles Mögliche. Hier in Mexiko, du wirst mal direkt angesprochen. Okay, wir verlieren hier gerade doch ganz arg. Gute alte Zeit. Denkt niemand an die Kinder. Nee, euch will ich eigentlich nicht mehr haben. Magnus Svensson? Du bist nicht Magnus Svensson. Okay, ich schaff's nicht, die Flotte zu besiegen. Brauche auch einfach mehr Unterstützung von den Amerikanern. Ja, jetzt verlieren wir hier die Kämpfe tatsächlich. Das ist schlecht. Weil die Franzosen eigentlich mehr oder weniger verlieren. Aber hier schaffen sie es halt. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Jetzt halt hier noch Truppen. Die 40 Mann. Voll ausgeruhte 40 Mann. Sollen wir nach da gehen? Ich glaube nicht, dass wir hier noch viel drehen werden. Braucht die Steuern. Oh, Öl entdeckt. Okay, hier haben sie aufgehört, jetzt rumzunerven.
Konnten halt noch keins unserer Kriegsstile irgendwie ansatzweise erreichen. Vielleicht können wir eine Invasion starten. Gucken, was passiert. Sudanesen. Na gut. Arbeiterbrigade von Tripoli. Industriellen Pops werden loyaler und glücklicher und alles. Jetzt da auf einmal wieder Action. Wir brechen die Invasion wieder ab. Ihnen noch Flandern. Das erobert. Gerade erobert. Gefällt mir natürlich grundsätzlich erstmal. Irgendwo ist -9. Achso, das da unten beim Kongo. Ja, logisch. Da wo gar nicht Krieg geführt wird. Ich könnte das mal ein Glück versuchen. Da auch einmarschieren. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, uns auch zu verheizen. Gegen 17. Wir sind jetzt nicht deutlich stärker, sage ich mal. Die haben halt wenig Equipment. Wenn wir relativ gut equipped sind. So ein bisschen die Hoffnung. 102 gegen 63. Hier reiben sie sich auf. Also wenn der Krieg jetzt unendlich lange mit diesen Parteien weitergeführt wird, würde ich gute Chancen für uns sehen. Wenn wir alles... Ja gut, das wird er wohl nicht machen. Uns alles geben. Wenn wir hier so peu à peu vorpreschen könnten. Das Land auf den Seichen. Ja, die Briten, ne? Die spinnen. Finnland. Ist auch noch. Ich will diese verdammte Erlassungserfolgschance erhöhen. Brauchen die Stufensteuer.
Mehr oder weniger alles, was zählt. Und diese 310.000 Mann. Strategisches Ziel. Ile de France. Und du strategisches Ziel Bretagne. Dann schauen wir weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ach, die Niederlande geben auf. Funktioniert denn rein, Akku? Jetzt kann ich das hier nicht wegbewegen, oder wie? Ich muss zurückkehren aus dem Exil, aber es tut sie nicht. Ich könnte sie jetzt demobilisieren. Hm. Okay. Den Friedensvertrag annimmst? Ich bin da glücklich mit. An mir scheitert es nicht. So gut, hätte ich aber gerne. Tibetanisch? Cool. Wenn ich jetzt blöd, das ist ja doch tibetanisch. Ach, Tibesti. Okay, so ähnlich. Sagen, Tibet haben wir nun wirklich noch nichts ausgefressen. Hier nach Sahara. Hier nach Tschad. Rest zurück in die Haia. Wir verdienen Geld. Wir haben einen Mangel im Bau an Investitionsfonds. Das müssen wir eigentlich auch ändern. Die Frage ist nur, wo bauen wir das? Gehen ja schließlich Leute aus. Selbst im Freistaat haben wir nicht mehr viel. Transvaal, da haben wir noch einen Haufen Leute. Algerien. Im Uran. Bauen mal 4 in Transvaal. Und dann frage ich mich auch nochmal, hatten wir das nicht irgendwann mal? Nö, haben wir nicht inkorporiert. Na gut, dann nicht. Stimmt was bei gedacht. Algerien und Uran. Uran. Das dauert einen Moment, bis wir das nötige Zeug zusammen haben. Aber das können wir in Algerien auch schon mal bauen. Freistaat. Aber als erstes sollt ihr Bausektoren bauen. Dann den Hafen Tripoli und dann das. Als erstes die Bausektoren. Dauert das schon wieder 1,5 Jahre. Derweil hier werden Stahlwerke in Jemen gebaut, Waffenfabrik, Papier, Motorenwerke. Es wird hier gebaut wie blöde. Und das brauchen wir, aber ich hätte gerne in der Gesellschaft das hier. Nicht wegen der Urbanisierung, sondern wegen dem Dingeling. Da habe ich vergessen, was da gerade drin war. So, hier, das, aber das wird ja gerade. Was wird das gerade gemacht? Ja, können wir einfach anklicken. Der Gummiboom. Vulkanisierung. Auch wenn Migration ganz tolle Sache ist. Ich bin kein Vereinigungskandidat für Skandinavien? Wer denn dann?
Also ich bitte Sie, liebes Spiel. Oh, nicht frech werden hier. Hier, das können wir auch. Timbuktu können wir. Schwedisch Ostsahara. Tunesien. Tripoli. Libyen. Überleg mir gerade. Marokko ist auch schön, ne? Marokko? Protektorat Marokko? Wie sieht eigentlich unser Machtblock aus? Ach, guck an, wir haben hier schon wieder ein Mandat, das habe ich gar nicht gekriegt. Können wir hierüber nämlich auch noch eine Kompanie gründen. Die Stadt ist out of everything. Was denn? Hier. Ja, weil du gerade erobert wirst, oder nicht? Festung in einem Meer aus Wut. Wir haben doch jetzt eine Kompanie, ne? Ja. Dann lass uns doch mal... Oh. Gold? Hm. Prestige, Kolonialwachstum, auch alles nicht schlecht. Ich wollte eigentlich Stahl. Ein Papier. Van Holt Company. Es gibt doch... Eigentlich ein Baukonglomerat, ja. Meint ihr nicht? Es gibt doch eine Stahl, eine Standardstahl. Geschichte. Hier, das. Da kann ich das nicht gründen. War von 5 Gebäudestufen von Stahlwerk in einem einzelnen Staat im Privatbesitz oder Staatsbesitz von Schweden. Achso, und darf nicht Besitz von einer Kompanie sein. Ich glaube, unsere Kompanie macht Stahl, ne? Ja, die hat Stahl drin, ne? Gut, dann keine Stahlindustrie. Können der Gold geben. Kompanie Durchsatzbonus, Kompanie Baubonus. Ja, aber wir brauchen auch irgendwas. Dann brauchen wir jetzt eigentlich irgendwas, was so Stühle und Klamotten herstellt. Ihr macht Stühle und Glas. Könntet auch Blei machen. Irgendwo müssten wir 5 Glas da Möbel haben. Hochleistungssprengstoff auch nicht schlecht. Fisch. Was für Klamotten? Die Island Baumwolle, aber Haute Couture. Aber die Ile de France für. Ericsson, das bauen wir natürlich auch noch, aber dazu brauchen wir erstmal Elektrofabriken und Technik erforschen etc. Iranischer Schwefel. Eigentlich ist Syndikat für Öl. Freistaat Textilien, Designerkleidung. Werkzeuge, ja. Geht natürlich auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt Kleidung oder Möbel? Was brauchen wir denn dringend auf unserem Markt? Waren. Marktpreis. Kleider. Ist das der Weltmarkt? Ne, der schwedische Markt. Handelszentren 800. Eigentlich Schleswig-Holstein. Die bauen so viele Kleidung. Auch nicht schlecht. Also 800 handeln wir hiervon und hiervon handeln wir 2500. Okay. Dann brauchen wir Möbel. Und wer könnte ein besserer Ort für Möbel sein
als Svealand. Und diese Möbelfabrik werden wir, auch wenn es sie nicht gibt, werden wir natürlich Ikea nennen. Und damit werden wir gleich das Video beenden. Aber lasst uns Ikea, nicht in Arkansas, Svealand. Okay, Hafen Tripoli und das Ding bauen wir vorher noch schnell fertig. Ist ja in Ordnung. Wenn ich hier auch nochmal 4 Stück vom Bauen im Freistaat. Stufensteuer sind in der Abstimmung. Ey, wenn das durchkommt, dann haben wir Feierabend. Wir haben eigentlich einen guten Lebensstandard. 15,2 ist gut. Kriegt auch langsam, kommt hier auch wieder Migration ins Game. Offiziere. Ja gut. Wenn die Offiziere da ein bisschen verrückt spielen möchten, wer bin ich, ihnen das zu verwehren? Mit wem haben wir eigentlich Krieg? Ja, und wieso kann ich da nicht... So, da habe ich Krieg, oder wie? Ach, ich komme da nicht durch. Brauche Militärzugang. Gibt es mir keinen Militärzugang? Muss ich die libysche Wüste erobern, nur um da durchzukommen. Und Österreich ist auf deren Seite. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Ich muss diesen Krieg beenden. ...41 und 39, hier wird auch irgendwie ein Team, ne? Oh, was war das? Ja, Österreich, ne? Was willst du machen? Österreich hat unseren Vertrag gebrochen. Spanien? Kriegsziel? Protektorat machen? Hm. Verpflichtung? Na gut, eine Verpflichtung. Spielen will ich eigentlich gar nicht, ne? So richtig. Könnte ich mir noch Geld holen. Das ist aber teuer. Wenn man nur einen Hammer hat. Jetzt Debatte erfolgreich. Oh, Stufensteuer, Alter. Das ist nur so ein Gamechanger. Sardinien, Piemont. Ja, komm rein. Viel fein, viel eher. Sobald Ikea gebaut ist, werden wir die Aufnahme hier beenden, aber
Ikea dauert. Die Stufensteuer. Ich brauche mehr Erfolge. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Ist echt nur die Gewerkschaft, ja? Die reinnehmen und Grundbesitzer zum Beispiel raus? Oder gar nicht wieder auf? So. Muss ich da auch alle mit reinnehmen? Kann ich dann die Kleinbürger wieder raustun? Nein. Kann ich dann die Industriellen raustun? Könnte ich. Achso. Die kann ich dann auch wieder rausnehmen. Dann so. Die anti-amerikanische Gesellschaft hat sich aufgelöst. Wie schön. Die sollte sich mal auflösen. Wo schon dabei sind, die schwedisch-britische eventuell auch. Ja, den Russen muss ich hier noch ein bisschen was abzwacken. Das nützt ja alles nichts. Wir machen den Krieg tatsächlich, stelle ich gerade fest. Oha. Wir führen jetzt hier tatsächlich Krieg. So ein bisschen Unsinn hier. Gut, und Ägypten ist nebenan. Stufensteuer. Ei. Wir haben die Stufensteuer und eine Dampfgasexplosion. Wir haben die Stufensteuer. Jetzt können wir extrem die Steuern senken. Ja, wir senken sie ein bisschen. So, wir können jetzt auch noch neue Gesetze erlassen, ne? Was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles so drin? Oh, eine richtig stabile Regierung. Eine Regierung, die den Ethnostaat möchte. Migrationskontrolle und Ethnostaat. Weiß ich nicht, ob das jetzt da in unser Konzept passt. Völlige Trennung. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Kinderarbeit. Pachtbauern, das muss ja auch schon längst mal weg eigentlich. Da haben wir zwar nur 2%, aber eigentlich findet das jeder gut. Selbst die, die nicht mehr mitspielen hier, finden das gut. Grundbesitzer und Landarbeiter und alle. Ja, lieber Rheinbund, ich würde hier gerne noch ein bisschen mehr mit dir unternehmen. Oldenburg will nicht. Ägypten will immer noch nicht. Keine Lobbyfinanzierung beginnen, ist aber teuer. Können wir in Oldenburg vielleicht auch mal machen. Und in Bremen sowieso. In Hamburg. Das kann ja alles Rheinbund werden, meinetwegen. Da habe ich ja gar nichts gegen. Das halt nicht. Hamburg gehört wahrscheinlich zu dem Start dazu, ne? Ne? So, haben wir Libyen erobert. Regimewechsel in Liberia. Warte mal, ihr 20 Pappnasen. Und da nochmal Krieg führen. Ihr braucht ja nicht gar keinen Krieg mehr führen. Sparen wir nochmal ein bisschen Geld. Können wir ja nicht die Steuern hier mal löschen. Dann haben wir auch noch wieder Geld für grüne Graskampagnen oder für soziale Durchlässigkeit, aka Bildungszugang.
Das Volk ist ein bisschen dumm. Intellektuellen schon wieder nicht dabei, ne? Leif Christasson, handreformiert. Nee, nicht so gut. Sozialdemokrat ist ja in Ordnung, aber ja, die Intellektuellen haben halt diesen blöden Trottel als Anführer. Kann das auch nichts werden. Öl in Tripoli entdeckt? Oh, jo, hallo! Das ist ja nicht nur Öl, das ist ja bergeweise Öl. Fabriken bauen halt die ganzen Holländer bei uns. Die Holländer bauen hier ganz viele Tuchfabriken. Bauen dabei auch noch Designerkleidung. Hier, wir haben Malaria-Vorsorge, das heißt, wir können hier jetzt Amok laufen. Möchtest du weißer Frieden? Das ist für mich völlig in Ordnung. Bauernbewegung. Mehr Autorität. Oh, auch nicht so besonders viel mehr. Beitritt zum Kampf um Afrika. Wir müssten ziemlich viel von Afrika kontrollieren. 1000 brauchen die, wir brauchen 200. Ah, der Brite, der ist auch schon sehr weit. Mexiko, Mittelamerika. Das habe ich schon mal gesagt. Tja. Aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen sind wir nicht hierzu in der Lage. Das heißt, wir müssen das auf dem guten alten Wege machen. Oh, viel Verrufenheit. Jetzt haben wir hier so einen Aufstand. Das nervt. So, ich möchte jetzt gerne Ikea gründen. Ja, das ist doch Ikea. Könnte man den nicht auch benennen? Nur kann man die auch benennen, dachte ich. Habe ich mich wohl verdacht. Leihminen können wir auch noch haben. Hm. Hier. Ikea. Ja. Damit haben wir jetzt endlich Ikea gegründet. Lang genug gedauert. Jetzt müssen wir hier also ein bisschen unser Gold ausgeben. Und auch immer den mangelnden Bau für Investitionsfonds.
Das Ashanti-Land, ich wusste gar nicht, dass es dich noch gibt. Kann ich ja Togo eigentlich auch noch erobern. Was wir brauchen ist Massina. Das wollen wir tatsächlich haben. Denn Massina hat die Moschee von Djenne und die gibt Bildungszugang und global für uns halt. Und das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen. Ja, noch mangelnder Bau für Investitionsfonds oder was? Tunesischer Aufstand, weißt du, kannst du dir auch nicht ausdenken. So, hatten wir nicht noch über 20 Mann? Ja, das ist noch 15. Können wir mal bitte stramm stehen. Hakan Landgren. Oh. Geben wir den Anführer ab, dafür haben wir keine Verpflichtung mehr dem Land gegenüber. Das finde ich in Ordnung. Finde ich einen für mich fairen Tausch. Immer noch nicht genug Bau für den Investitionsfonds. Stahlindustrie können wir aber noch nicht. Wir sind auch noch nicht fertig in der Liste. So, das war falsch. Das wollte ich. Baut Ikea schon? Nee, bisher bauen wir Eisenminen in sonst wo und Stahlwerke. Bauen hier Handelszentren in Jemen. William Cramp Sons. Du bist ja gar nicht, gehörst ja gar nicht zu mir. Naja. Großzügige Spende. Wir wollen die Spende annehmen. Wir wollen die Spende Dynams annehmen. Interne Spenden werden genügen. Das muss aufhören. Der Feind meines Feindes. Schwedisch-Preußische Union. Meinetwegen, Schwedisch-Preußische Union ist jetzt nicht das Nonplusultra, was ich hier agieren wollen würde. Nicht zu sagen, die ist ziemlich unnütz. Ein neues Mandat ist verfügbar, sehr gut. Außenhandel. Handelskapazität, Handelsvorteil. Haben wir jetzt auch schon. Einflussreiche Handelszentren. Es gibt Kompaniedurchsatz. Ich glaube, ich wechsle auf den internen Handel, aber noch nicht. Jetzt möchte ich hier gerne eigentlich Kolonialämter, um ehrlich zu sein, aber Freizügigkeit, die Migrationsquote erhöhen, Forschung, Technikverbreitung, Bürokratiekosten durch Bildung. Alles soweit ganz gut. Öl in der Ostsahara entdeckt. Auch gut. Problem ist, wenn ich den Krieg erkläre, die Vereinigten Staaten nicht mal mehr so richtig auf meiner Seite. Wenn ich Finnland den Krieg erkläre, die Vereinigten Staaten noch so ein bisschen auf meiner Seite, aber alle anderen hassen mich eigentlich schon einigermaßen dolle.
Russland direkt den Krieg erkläre, ist zumindest die USA auf meiner Seite, aber Moldawien, Venezuela ist mir egal. Österreich ist halt auf der Seite Russlands und Preußen auch eher. Österreich, mein Freund. Du musst eigentlich mein Freund sein und nicht mein Feind. Wir haben auch nicht genug Bau für den Investitionsfonds. Wo haben wir denn noch Leute? Transvaal. Jemen. Weiß ich nicht. Freistaat hat auch nicht mehr so viele Bauern. Algerien hat noch einen ganzen Haufen Leute. Was ist eigentlich im Freistaat los? Wieso habt ihr so wenig Bevölkerung? Ihr habt nicht wenig Bevölkerung. Seid nur gut voll. Nützt nichts. Wir müssen hier auch Produktion anwerfen. Wir müssen hier Universitäten bauen. Wir müssen dann peu à peu anfangen, Transporte einzuführen, damit da die Leute kommen. Und zuallererst brauchen wir natürlich Bausektoren. Und zwar kann man immer noch nicht bauen. Hier ist eine Teeplantage. Da müssen Transporte rein. So, muss die Eisenbahn gefüllt werden. Du hast doch noch genug Leute, oder nicht? Boah, du hast einen Haufen Bauern. Gut, Freunde. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, ein Abo. Ihr kennt das Spiel ja inzwischen alle. Ich wiederhole mich hier ständig. Und haut rein. Bis denn. Ciao.